Hallo, heute geht es um die Wärmepumpenarten. Grundsätzlich hilft es vielleicht dem einen oder anderen beim Verständnis oder bei der Entscheidung auch, was er gerne eigentlich hätte. Kommen wir mal zu den ganz normalen Arten. Es gibt Luft, Grundwasser, Erdsonde und Erdkollektor. Das unterscheidet sich jetzt wiederum. Luft ist die Quelle, Grundwasser ist die Quelle, Erdsonde ist die Quelle, also Erde, und hier auch. Hier saugt man Luft ein, geht in den Kompressor, verdichtet, Wasser wird erwärmt, dementsprechend geht es dann in die Fußbodenheizung, dementsprechend heißt es Luft, Wasser. Das heißt, Luft wird als Quelle genutzt und Wasser als Abgabe. Das heißt, in der Fußbodenheizung fließt Wasser. Hier das gleiche. Grundwasser, so einen habe ich. Da ist ein Brunnen, Entnahmebrunnen nennt sich der, da wird Wasser aufgepumpt, geht rein in den Wärmetauscher, dann in den Kompressor, dann wird Wasser erwärmt, geht in die Fußbodenheizung, also eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Dann gibt es noch die Erdsonden, das ist Sohle, genauso wie beim Erdkollektor. Das ist eine Sohleflüssigkeit, selbes Prinzip, wieder in die Wärmepumpe, verdichtet, Wasser wird erhitzt, geht in die Fußbodenheizung, Sohle, Wasser, Wärmepumpe. Bei beiden gleich. So, es bleibt aber nicht dabei, es gibt noch ein paar Exoten. Als nächstes gehen wir mal die Luft-Luft-Version an. Das heißt, wir haben ein Außengerät, saugt wiederum Luft an im Winter. Das wird verdichtet, Innengerät bläst warme Luft raus zum Erhitzen des Raumes. Der Vorteil von dem Ganzen ist, Sie können auch dann umgekehrt die ganze Geschichte machen, zum Beispiel zur Abkühlung. Das heißt, warme Luft wird von innen dann angesaugt und geht nach draußen und kühle Luft wird reingeblasen. Für den Sommer. Klimatisierte Räume, sehr gut. Meine Großmutter hat es zum Beispiel, sie ist jetzt 90 geworden, verträgt im Sommer die Hitze nicht. Und sie haben das Haus saniert, haben die Ölheizung rausgeschmissen und haben sich Klimasplitgeräte eingebaut und dementsprechend kann sie jetzt im Sommer kühlen und im Winter heizen. Ist sehr praktisch. Dazu gibt es auch sehr viele Videos vom Akkudoktor Andreas Schmitz, werde ich dann oben verlinken. Die sind sehr gut, was das angeht. So, wir haben eine Grundwasserwärmepumpe. In dem Fall, die Technik ist bei uns eine Weiland Flexotherm 87.4 exklusiv. Exklusiv bedeutet nicht, dass das irgendwas Luxuriöses ist, sondern nur, dass der Warmwasserbehälter extern ist. Das heißt, ihr habt dann einen Warmwasserspeicher daneben stehen. Bei der normalen ist einfach auf der Wärmepumpe drauf einfach der Speicher drinnen. Da wird Warmwasser kreiert. Quelle bei uns ist wie gesagt Wasser, Heizung ist Fußbodenheizung, da wird Wasser durchgespült, dementsprechend Wasser, Wasser, Wärmepumpe. Hier auch die Erklärung, Wasser wird im Entnahmebrunnen in das Haus gepumpt, fließt durch das Heizsystem, wird im Schluckbrunnen wieder ins Erdreich befördert, also in den Schluckbrunnen. Je tiefer der Grundwasserspiegel ist, desto schlechter wird die Effizienz, dementsprechend zahlt es sich vielleicht irgendwann einmal bei einer gewissen Tiefe nicht aus. Bei uns ist das Grundwasser bei ca. 4,5 Metern, wenn es recht dürre ist. Ansonsten geht es auch bis zu 3,90 Meter hoch und das macht schon sogar Sinn. Also es wird, je tiefer das Wasser ist im Erdreich, umso ineffizienter wird die ganze Geschichte bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. So, dann gibt es den Flächenkollektor und ich sagte ja, es gibt da einen Exoten auch noch und das ist nämlich der Ringgrabenkollektor. Zu meiner Zeit, wo wir das Haus gebaut haben, haben wir einen Herrn kennengelernt, der uns da gesagt hat, hey, da gibt es noch was Effektiveres als die Wasser-Wasser-Wärmepumpe und wenn du schon bereit bist, dass du dich sogar noch mit dieser Bürokratie auseinandersetzt, und glaubt mir, die Bürokratie für eine Grundwasser-Wärmepumpe ist nicht ohne, da steht jeder im Haus bei euch. Geologie, Grundwasser, Umwelttechnik, alle haben mitzureden. Sogar wenn ihr ein Grundstück habt, redet sogar der Bauer, der das Grundstück in Flussrichtung neben eurem hat, mit, weil es könnte seine Ernte beeinflussen. Lasst euch alle Genehmigungen geben, bestätigt alle, lasst alles bestätigen, weil selbst wenn, sagen wir, die Flussrichtung geht Richtung Süden und nach euch ist ein Haus oder mehrere Häuser. Lasst euch das alles bestätigen, dass alles okay ist. Habt alle Gutachten, weil wenn zum Beispiel
der Nachbar, der in Flussrichtung nach euch ist, also Grundwasserflussrichtung, ähm, wenn der zum Beispiel Wäsche wäscht mit seinem Grundwasser über einen Brunnen und ihr tut es entnehmen, das heißt, ihr pumpt das Wasser ins Haus hinein und da entnehmt ihr dem Grundwasser eine gewisse Art von Temperatur, sagen wir 4 Grad zum Beispiel. Das wird genutzt, damit dann der Wärmetauscher arbeitet und dann tut es, sagen wir, es kommen 14 Grad rein oder 13 Grad und 9 Grad gehen wieder ins Erdreich. Das heißt, der, was nach euch ist, hat 4 Grad tiefere Temperatur. Das bedeutet, wenn jetzt derjenige Wäsche waschen tut, zum Beispiel mit dem Grundwasser, dann muss er um 4 Grad mehr erhitzen. Das heißt, er hat einen monetären Nachteil, wenn er jetzt eine Waschmaschine da betreibt. Lasst euch alles schriftlich bestätigen, wirklich. Geht es nicht auf die Risiken ein, dass ihr da diskutieren müsst. Zahlt sich nicht aus. Ich habe da schon Schauermärchen gehört und alles Mögliche. Wollte ich nicht. Wir haben alles beglaubigt, alle haben mitgeredet, alle haben zugestimmt, alle sind glücklich. Geht's auf Nummer sicher. So, der Kollege, der uns damals gesagt hat, hey, macht's einen Ringgrabenkollektor, ihr baut es ja gerade. Und bei der Wassertiefe, was ihr habt, braucht es eigentlich sogar keine Pumpe, sondern eine Saugheberlösung und so weiter. Für mich war das damals einfach ja, unmöglich zu glauben, weil, wie gesagt, alles, was so gut klingt, ist meistens nicht so. Aber der Kollege hatte leider recht. Ich habe jetzt eine Wasserwärmepumpe. Sie ist von der Effizienz echt super. Sauteuer, aber super. Also man hat gute Arbeitszahlen, kommt auf eine Hertz von 5 und mehr. Alles gut. Aber das Problem ist, der Ringgrabenkollektor schafft das auch. Wenn er richtig verlegt ist und alles pipi-fein funktioniert, dann schafft er das auch. Und zwar locker. Aber das zu einem Bruchteil der Kosten, nämlich zum Kostenpunkt einer Luftwärmepumpe. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ne? Das heißt, ich habe sehr viel Kohle rausgeschmissen und hätte es günstiger haben können, vor allem weil die Grabungsarbeiten sowieso schon passiert sind wegen dem Hausbau. Und ja, da ich meinen Hut ziehe und er hat auch recht und im Forum jetzt, wo sich die ganzen Wärmepumpenbesitzer natürlich messen und sagen, ja, ich habe die bessere Wärmepumpe, ich habe den längsten, was auch immer, und sich mit den Jahresarbeitszahlen herumschlagen und prügeln und sagen, ja, ich bin der Beste, hat leider der Kollege hier deutlich recht gehabt. Ist ein wirklich netter Zeitgenosse, kann ich nur empfehlen. Deswegen verlinke ich auch die Webseite, auch wenn ich dann noch mehr Konkurrenz im Forum bekomme und ihr mich dann mit noch härteren Jahresarbeitszahlen schlagen könnt. Aber ja, ich habe ihm leider damals nicht geglaubt. Ja, man lernt halt draus. Aber mal ehrlich, wenn etwas so gut klingt, tja. Ja, wie gesagt, Gruß an Arne, toller Kerl. Ihr trefft ihn wahrscheinlich so ziemlich auf jeder Häuselbauermesse oder irgendwo, wo es irgendwie um Heizung, Sanierung und sowas geht. Er ist wirklich gut drauf. Könnt ihr ihm, denke ich mal, ganz gut vertrauen, wenn ich mir die Jahresarbeitszahlen so anschaue, die mir um die Ohren fliegen, obwohl ich eine Wasserwärmepumpe habe und wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Ich bin jetzt nicht optimal zufrieden mit meiner Wahl der Wärmepumpe, sage ich mal. Weiland würde ich insofern in der heutigen Zeit, denke ich, nicht mehr nehmen, weil, sagen wir mal so, energietechnisch, sie heizt gut, kein Thema, sie läuft gut, kein Thema, aber so Smart Grid-mäßig absoluter Horror. Anbindung, ach, lass mal gut sein. Es gibt dafür zwar Abhilfe, sage ich mal, dass sie irgendwie smart wird. Es gibt von der Firma Tado den Heatpump Optimizer, beziehungsweise früher hat es den Heatpump Connector gegeben. Damit kann man die Weiland ein bisschen Intelligenz einhauchen, dass sie dann auch mit dem Strommarkt mitfließt, aber so richtig intelligent wird sie dadurch dann auch nicht. Ja, ich habe es halt nicht besser gewusst. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen und ja, macht es besser als ich. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.